Dein Chef sagt zu dir, das hättest du besser machen können. Und sofort denkst du, mag er mich nicht? Bin ich bald gefeuert? Habe ich einen Fehler gemacht, den ich nicht mehr reparieren kann? Das ist normal, das ist menschlich, aber es ist auch falsch. Wenn du aus einer Kultur kommst, in der der Chef sanft und ermutigend ist, in der der Chef immer das Positive hervorhebt, dann wirkt deutsche Direktheit brutal. Sie wirkt herzlos. Sie wirkt wie eine Ablehnung. Aber das ist ein großes Missverständnis. Ein großes, kostspieliges Missverständnis. Hier ist die Wahrheit. Dein Chef kritisiert dich nicht, weil er dich nicht mag. Dein Chef kritisiert dich, weil er glaubt, dass du besser werden kannst. Und weil er bereit ist, Zeit in deine Entwicklung zu investieren. Das ist das Gegenteil von Ablehnung. Das ist eine Investition. In den nächsten 30 Minuten zeigen wir dir, wie deutsche Chefs wirklich denken. Und noch wichtiger, wie du diese Erkenntnisse nutzen kannst, um eine großartige Karriere aufzubauen. Eine Karriere, in der du nicht nur überlebst, sondern in der du wirklich vorankommst. Och, lass uns anfangen. Das deutsche Chef-Mindset ist grundlegend anders als in vielen anderen Kulturen. Das ist das erste Konzept, das du verstehen musst. In Deutschland gibt es einen Begriff, er heißt der Vorgesetzte. Das ist das offizielle Wort für deinen Chef. Und dieses Wort bedeutet wörtlich der vorne sitzt, derjenige, der dir vorangeht. Der dir den Weg zeigt. Aber hier ist das Wichtigste. Dein deutscher Chef ist nicht emotional mit dir verbunden. Dein deutscher Chef ist rational, pragmatisch, zielorientiert. Das heißt nicht, dass dein Chef dich nicht mag. Es heißt nur, dass dein Chef die Beziehung anders versteht. Nicht als Freundschaft, nicht als emotionale Bindung, sondern als Geschäftsbeziehung. Und in einer Geschäftsbeziehung, in einer professionellen Beziehung sind zwei Dinge entscheidend. Leistung und Klarheit. Wenn dein Chef dir Feedback gibt, wenn dein Chef dir sagt, das war nicht gut genug, dann sagt dein Chef eigentlich, du bist mir wichtig genug, um dir die Wahrheit zu sagen. Du bist mir wichtig genug, um Zeit in deine Entwicklung zu investieren. Das ist nicht Ablehnung, das ist das Gegenteil von Ablehnung. Stell dir vor, es ist Montagmorgens. Maria sitzt im Büro. Maria kommt aus Spanien. Sie ist Designerin. Und Maria hat gerade eine Präsentation gemacht. Ihr Chef, sein Name ist Klaus, ruft sie zu sich und sagt, Maria, die Präsentation war nicht gut. Die Struktur ist unklar. Du brauchst mehr Daten. Und die visuellen Elemente sind zu kompliziert. Und Maria sitzt da und fühlt sich verletzt. Sie denkt, Klaus mag mich nicht. Klaus hält mich für untalentiert. Klaus denkt, ich sollte hier nicht arbeiten. Aber warte, das ist nicht, was Klaus denkt. Klaus denkt, Maria ist talentiert. Maria hat Potenzial. Und genau deshalb sage ich ihr die Wahrheit.
Ich investiere Zeit, um ihr zu helfen, besser zu werden. Das ist ein fundamentaler kultureller Unterschied. In Spanien, in vielen Kulturen, würde Klaus das nicht sagen. Klaus würde sagen, die Präsentation war schön. Du hast gute Arbeit geleistet. Es gibt ein paar kleine Dinge, die du verbessern könntest, aber insgesamt war es gut. Das ist der sanfte Weg. Das ist der empathische Weg. Aber in Deutschland ist das nicht der richtige Weg. In Deutschland sagen Chefs die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wenn etwas nicht gut ist, sagt man das. Direkt. Klar. Ohne Umschreibungen. Und wenn der Chef das nicht sagt, wenn der Chef nur das Positive erwähnt, dann bedeutet das etwas ganz anderes. Das bedeutet, der Chef hält dich nicht für entwickelbar. Der Chef denkt, diese Person wird sich nicht verändern. Diese Person ist nicht wert, dass ich meine Zeit investiere. Das ist die größte Beleidigung, die ein deutscher Chef dir geben kann. Nicht Kritik, sondern das Fehlen von Kritik. Also, wenn dein Chef dich kritisiert, verstehe das richtig. Das ist nicht Ablehnung. Das ist Vertrauen. Das ist ein Signal, dass du wichtig bist. Kennst du diesen Unterschied? Kennst du das Gefühl, dass Kritik vom Chef nicht bedeutet, dass er dich nicht mag? Wenn nicht, dann ist jetzt der Moment, das zu verstehen. Denn wenn du verstehst, wie deutsche Chefs denken, wenn du verstehst, dass Kritik ein Geschenk ist, dann verändert sich alles. Deine gesamte Beziehung zum Chef verändert sich. Deine Karriere verändert sich. Und das ist das Fundament für alles, das wir in den nächsten Minuten besprechen werden. Auch halten wir fest: Deutsche Chefs sind nicht herzlos. Deutsche Chefs sind pragmatisch. Und Kritik ist ihre Art, dir zu sagen, du bist mir wichtig genug, um dir die Wahrheit zu sagen. Mit diesem Verständnis, mit diesem neuen Mindset kommen wir zur ersten Strategie. Die erste Strategie ist, Kritik richtig verstehen und annehmen. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Fähigkeit, die du lernen kannst. Okay. Die erste Strategie. Und diese Strategie ist die Grundlage für alles andere. Die erste Strategie ist Kritik richtig verstehen. Und das ist der Punkt, an dem viele internationale Mitarbeiter scheitern. Was bedeutet Kritik richtig verstehen? Das bedeutet, du musst lernen, die Botschaft von deinen Gefühlen zu trennen. Wenn dein Chef dir Feedback gibt, wenn dein Chef dir also sagt, was nicht gut war, dann höre nicht auf deine Emotionen. Höre auf die Information. Das ist schwer. Das verstehe ich. In vielen Kulturen ist Kritik persönlich. Wenn dein Chef dich kritisiert, bedeutet das, du als Mensch bist nicht gut genug. In Deutschland ist das anders. Deutsche Chefs trennen die Person von der Leistung. Sie sagen nicht, du bist schlecht. Sie sagen, diese Arbeit war nicht gut genug. Hier, lass mich dir zeigen, wie es besser geht. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Und wenn du diesen Unterschied nicht verstehst, wirst du leiden. Stell dir vor, es ist Mittwochmorgens. Markus sitzt in einem Termin mit seinem deutschen Chef. Der Chef heißt Petra. Markus hat einen Bericht geschrieben. Und Petra sagt: Markus, dein Bericht hat Fehler. Die Struktur ist unklar. Du brauchst bessere Datenquellen. Und du musst mehr Vergleiche machen. Deine Wettbewerbsanalyse ist zu oberflächlich. Und Markus. Markus fühlt sich verletzt. Markus sitzt da und denkt: Petra mag mich nicht. Petra denkt, ich bin nicht talentiert. Petra wird mich wahrscheinlich bald feuern. Aber die Wahrheit ist, Petra vertraut Markus genug, um ihm die harte Wahrheit zu sagen. Petra glaubt, dass Markus besser werden kann. Und deshalb investiert Petra Zeit, um Markus zu helfen. Das ist das Gegenteil von Ablehnung. Das ist Unterstützung. Aber Markus sieht das nicht. Weil Markus das Feedback persönlich nimmt. Weil Markus seine Gefühle wichtiger nimmt als die Information. Und das ist Anton der Fehler. Das ist das Gegenteil von dem, was du in Deutschland tun solltest. Also, wie machst du das richtig? Wie verstehst du Kritik richtig? Hier sind 3 konkrete Schritte. Schritt 1. Höre zu, unterbreche nicht. Das ist schwer. Wenn dein Chef kritisiert, wenn dein Chef dir sagt, was falsch ist, dann möchtest du dich verteidigen. Du möchtest sagen: Aber das ist nicht fair. Aber ich hatte nicht genug Zeit. Aber Nein, das ist falsch. deutschen Chefs ist es unangenehm, kritisieren zu müssen. Sie wollen schnell fertig sein. Sie wollen das Gespräch beenden. Und wenn du anfängst zu argumentieren, wird es noch schwerer für sie. Also, höre einfach zu, sag nichts, schreib dir auf, was der Chef sagt. Schritt 2. Danke dem Chef für das Feedback. Das klingt verrückt. Du möchtest deinen Chef danken, weil er dich kritisiert hat? Ja, genau das. Und hier ist warum. Ein Danke zeigt 2 Dinge. Erstens, du verstehst, dass Kritik wertvoll ist. Zweitens, du bist reif genug, um Kritik anzunehmen. Also, wenn der Chef fertig ist, sage: Danke, das ist hilfreich. Ich verstehe. Das ist nicht schwach. Das ist stark. Das zeigt emotionale Intelligenz. Schritt 3. Schreib dir auf, was der Chef gesagt hat. Das ist nicht, um dich zu erinnern. Das ist, um zu zeigen: Das ist mir wichtig. Ich werde daran arbeiten. Wenn der Chef dich kritisiert und du sofort anfängst, dir Notizen zu machen, dann merkt der Chef: Diese Person nimmt das ernst. Diese Person wird sich verändern. Das ist die Psychologie dahinter. Das ist menschlich.
Also zusammengefasst. Schritt 1, höre zu. Schritt 2, danke. Schritt 3, schreib auf. Das ist, wie deutsche Chefs Kritikakzeptanz verstehen. Aber hier ist noch etwas Wichtiges. Es gibt einen kulturellen Kontext, den du verstehen musst. In Deutschland gibt es eine Redewendung. Kritik geben, am liebsten machen. Deutsche mögen es, Kritik zu geben. Das ist nicht böse. Das ist nicht herzlos. Das ist nicht ihr Weg, dich zu unterstützen. Kennst du das? Kennst du das Gefühl, wenn dein Chef dich kritisiert und du merkst, dass er es wirklich gut mit dir meint? Das ist der Moment, in dem sich alles ändert. Das ist der Moment, in dem du verstehst, der Chef ist nicht mein Feind. Der Chef ist mein Trainer. Und wenn du das verstehst, wenn du es wirklich verstehst, dann kannst du die zweite Strategie umsetzen. Und die zweite Strategie ist Eigeninitiative zeigen. Das ist aktiver als Kritik anzunehmen. Das ist, wenn du selbst Probleme siehst und sie ansprichst. Und das ist, wo deine Karriere wirklich anfängt zu beschleunigen. Okay. Strategie 2. Und diese Strategie ist kontraintuitiv. Sie ist das Gegenteil von dem, was du vielleicht denkst. Die zweite Strategie ist Eigeninitiative zeigen. Und das bedeutet aktiv Probleme ansprechen. Bevor dein Chef sie sieht, bevor das Projekt zusammenbricht, bevor es zu spät ist. Das ist das Gegenteil von passiv sein. Das ist aktiv mitdenken. Viele Menschen denken so, wenn ich ein Problem sehe, wenn ich merke, dass etwas nicht funktioniert, dann halte ich den Mund. Dann kann der Chef mir nichts vorwerfen. Dann ist es nicht meine Schuld, wenn das Projekt scheitert. Das ist logisch. Das ist auch verständlich. Aber in Deutschland ist das falsch. Das ist in Deutschland besonders falsch und denn wenn ein Projekt scheitert und du hast das Problem gesehen, aber nichts gesagt, dann denkt dein Chef nicht, das ist nicht Marks Schuld. Dein Chef denkt, warum hat Mark mir nichts gesagt? Mark hat das Problem gesehen und hat nichts getan. Das ist eine Blockade. Das ist passiv und das ist nicht akzeptabel. Also, wenn du ein Problem siehst, ist es Kantgundeten deine Verantwortung, das zu sagen. Stell dir vor, du sitzt in einem Projektmeeting. Das Projekt ist wichtig. Es ist für einen großen Kunden. Und du merkst, während der Chef spricht, du merkst, das wird nicht funktionieren. Warum? Weil das Budget nicht reicht. Weil die Zeit nicht reicht. Weil das Team nicht die richtige Expertise hat. Du könntest schweigen. Du könntest denken, das ist nicht mein Problem. Der Chef wird es später sehen. Aber wenn du das tust, wird das Projekt wahrscheinlich scheitern. Es wird Geld kosten. Es wird Zeit kosten. Es wird den Kunden enttäuschen.
Und dein Chef wird denken, warum hat niemand das Problem genannt? Warum hat niemand Alarm geschlagen? Und du hast das Problem gesehen, wenn du nicht geredet hast, dann bist du Teil des Problems. Das ist nicht fair. Das ist nicht gerecht. Aber das ist die Realität. Also, wie machst du das richtig? Wie zeigst du Eigeninitiative, ohne aufdringlich zu wirken? Hier sind x3 konkrete Wege. Weg 1: Schreib dem Chef eine E-Mail. Nicht öffentlich. Nicht vor dem Team. 1:1. Sag: Chef, ich habe ein Thema zu Projekt XY gesehen. Können wir kurz sprechen? Ich möchte eine Alternative vorschlagen. Das ist respektvoll. Das ist professionell. Das zeigt, du denkst mit. Weg 2. Bring eine Lösung mit, nicht nur das Problem. Das ist sehr wichtig. Sag nicht. Das wird nicht funktionieren. Wir haben nicht genug Zeit. Das Budget ist zu klein. Das ist Jammern. Das ist negativ. Deutsche Chefs hassen das. Sag stattdessen: Das wird nicht funktionieren, wenn wir so bleiben. Aber ich sehe 3 alternative Wege. Erstens. Zweitens. Drittens. Jetzt bist du nicht das Problem. Jetzt bist du dann die Lösung. Das ist ein psychologischer Unterschied. Und der Chef wird das sofort merken. Weg 3: Sag das Unpopuläre aus. Sprich in der Sitzung an, was andere nicht sagen. Das braucht Mut. Echten Mut. Das ist nicht einfach. Wenn alle im Team sagen, das Projekt wird großartig und du merkst, nein, das wird nicht funktionieren, das braucht Mut, das zu sagen. Aber wenn du das tust, wenn du den Mut hast, dann wird dein Chef das bemerken. Das wird respektiert. Aham. Ich sage dir, das ist der Unterschied zwischen einem guten Mitarbeiter und einem großartigen Mitarbeiter. Ein guter Mitarbeiter führt Aufträge aus. Ein großartiger Mitarbeiter denkt mit. Und deutsche Chefs suchen nach großartigen Mitarbeitern. Sie suchen nach Menschen, die selbstständig denken. Menschen, die Probleme sehen und Lösungen bieten. Wenn du das machst, wenn du Eigeninitiative zeigst, dann wird alles andere einfacher. Der Chef wird dir mehr trauen. Der Chef wird dir mehr Verantwortung geben. Und später wird der Chef dir mehr Geld geben. Aber hier ist das Wichtigste. Eigeninitiative muss professionell sein. Das bedeutet, du kannst nicht einfach alles ansprechen. Du brauchst Daten. Du brauchst Überlegungen.
Du brauchst am wichtigsten, du brauchst Lösungsvorschläge. Wenn du das machst, funktioniert es. Also, zusammengefasst. Eigeninitiative ist wertvoll für deutsche Chefs. Aber wie machst du das, ohne aufdringlich zu wirken? Indem du professionell bleibst, indem du Lösungen bringst, indem du den Mut hast, das Unpopuläre zu sagen. Aber hier ist die Frage. Was passiert, wenn du zu viel Eigeninitiative zeigst? Was passiert, wenn du ständig im Büro bist, ständig arbeitest, ständig erreichbar bist? Das bringt uns zur dritten Strategie. Und diese Strategie klingt paradox. Aber sie ist vielleicht noch wichtiger als die ersten zwei. Okay. Strategie 3. Und diese Strategie klingt verrückt. Die dritte Strategie ist Grenzen setzen. Und ich sage dir, das macht deine Karriere besser, nicht schlechter. Viele Menschen denken, wenn ich immer erreichbar bin, wenn ich immer Ja sage, wenn ich am Wochenende arbeite, wenn ich meine E-Mails um 22 Uhr beantworte, wenn ich meinen Urlaub verschiebe, Dann wird mein Chef mich lieben. Dann wird mein Chef mir eine Beförderung geben. Dann wird mein Chef mir mehr Geld geben. das ist falsch. Das funktioniert in Deutschland überhaupt nicht. Das ist das Gegenteil von dem, was funktioniert. Dein Chef will nicht, dass du immer verfügbar bist. Dein Chef will, dass du fokussiert arbeitest. Während deiner Arbeitszeit. Und dann schließt du deinen Computer ab und Stell dir vor, Yuki kommt aus Japan. Sie hat einen deutschen Chef. Und Yuki ist sehr gewissenhaft. Sie beantwortet E-Mails um 22 Uhr. Sie arbeitet am Wochenende. Sie nimmt nie Urlaub. Und eines Tages sagt der Chef zu Yuki, Yuki, du arbeitest zu viel. Das ist nicht gesund. Du musst Grenzen haben. Nimm deinen Urlaub. Beantworte E-Mails nicht nach 18 Uhr. Geh nach Hause. Und Yuki ist schockiert. Sie denkt, das ist eine Kritik. Der Chef denkt, ich bin nicht produktiv. Der Chef denkt, ich arbeite nicht hart genug. Aber das ist nicht, was der Chef denkt. Der Chef denkt, Yuki braucht en Struktur, esti. Yuki braucht es Wokikochs Grenzen. Ohne Grenzen kann Yuki nicht langfristig arbeiten. Yuki wird am Ende ausbrennen. Das ist nicht gut für Yuki. Das ist nicht gut für das Unternehmen. Das ist das deutsche Mindset. Grenzen sind nicht egoistisch. Grenzen sind professionell. In Deutschland gibt es uns das Arbeitszeitgesetz. Das ist nicht einfach eine Empfehlung. Das ist das Gesetz. Das Gesetz sagt, du darfst nicht mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten. Der Chef respektiert das. Und du solltest das auch respektieren. Wenn dein Chef dir sagt, du arbeitest zu viel, dann ist das keine Kritik. Das ist ein Signal. Das Signal ist Punkt. Der Chef kümmert sich um dich. Auch, wie setzt du Grenzen richtig?
Hier sind drei konkrete Wege. Weg 1: Sag deutlich, wann du verfügbar bist. Sag nicht: Ich bin meistens erreichbar, aber manchmal auch nicht. Das ist unklar. Das ist unstrukturiert. Sag stattdessen: Meine Arbeitszeit endet um 17 Uhr. Nach 17 Uhr antworte ich morgen. Am Wochenende antworte ich am Montag. Das ist nicht faul. Das ist professionell. Das ist klar. Deutsche Chefs respektieren das. Weg 2: Nimm deinen Urlaub. Das ist sehr wichtig. Und das ist etwas, das viele internationale Mitarbeiter nicht verstehen. Deutsche nehmen ihren Urlaub. Das ist nicht optional. Das ist ein Menschenrecht. Tunzend ist tatstatend. In Deutschland hast du Anspruch auf mindestens 20 Tage Urlaub pro Jahr. Manche Jobs bieten 25 oder 30 Tage. Und wenn du deinen Urlaub nimmst, wenn du wirklich weg bist, dann erwartet dein Chef nicht, dass du erreichbar bist. Dein Chef erwartet, dass du komplett weg bist. Ja, dass dein Gehirn ausruht, dass du deine Energie wieder auflädst. Sagen nicht: Ich bin auch im Urlaub erreichbar. Das ist nicht möglich. Das ist ungesund. Das ist nicht professionell. Weg 3: Wenn die Aufgabe in der normalen Zeit nicht machbar ist, sag es. Das ist sehr wichtig. Das ist, was deutsche Chefs respektieren. Wenn dein Chef dir sagt: Ich brauche ein 100-seitiges Projekt bis morgen, und du weißt, das braucht 60 Stunden, dann sag die Wahrheit. Sag: Das braucht 60 Stunden. Haben wir das Budget dafür? Oder sollen wir die Deadline verschieben? Oder sollten wir eine andere Person ins Team holen? Das zeigt, dass du realistisch bist. Das zeigt, dass du verstehst, wie lange Aufgaben dauern. Deutsche Chefs mögen Menschen, die realistisch sind. Menschen, die sagen, das ist möglich, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Menschen, die Grenzen verstehen. Also zusammengefasst: Grenzen setzen ist nicht egoistisch. Grenzen setzen ist professionell. Zabeswime: Das ist nicht unhöflich. Das ist notwendig. Und wenn du das machst, wenn du Grenzen setzt, dann wird dein Chef dich respektieren. Der Chef wird dich mögen. Der Chef wird dir mehr vertrauen. Aber natürlich, wenn du Grenzen setzt, will dein Chef auch sehen, dass du dafür fokussiert arbeitest. Dass du effizient bist. Und irgendwann möchtest du mehr Geld. Das bringt uns zur 4. Strategie. Und das ist wahrscheinlich die schwierigste Strategie, aber auch die wichtigste. Okay. Strategie 4. Und diese Strategie ist wahrscheinlich die wichtigste. Die 4. Strategie ist: um Gehaltserhöhung bitten. Und das ist zentral. Das ist nicht unhöflich.
Viele Menschen denken, wenn ich um Geld frage, ist das unhöflich. Der Chef wird es irgendwann merken und mir mehr Geld geben. Das passiert nicht. Das ist eine Infantasie. In Deutschland musst du verhandeln. Wie ein Profi. Mit Daten, mit Argumenten, mit Realismus. Stell dir vor, Ahmed arbeitet seit 3 Jahren in derselben Firma. Ahmed leistet großartig. Ahmed hat große Projekte geleitet. Ahmed hat Budget gespart. Ahmed hat Zeit gespart. Aber sein Gehalt ist nicht gestiegen. Ahmed denkt, mein Chef wird das sehen. Der Chef wird mich belohnen. Der Chef wird mir sagen, Ahmed, du bist so großartig. Hier, nimm eine Gehaltserhöhung. Aber das passiert nicht. Niemand sagt das. Und ein Jahr später bemerkt Ahmed, ein neuer Mitarbeiter verdient mehr als Ahmed. Und dieser neue Mitarbeiter hat weniger Erfahrung. Dieser neue Mitarbeiter hat weniger geleistet. Das ist nicht fair. Und das hätte verhindert werden können. Wenn Ahmed verhandelt hätte. Also, wie machst du das richtig? Wie bittest du um Gehaltserhöhung, ohne unhöflich zu wirken? Hier sind Code 4 konkrete Schritte. Schritt 1. Recherchiere. Wie viel verdienen Menschen mit deinem Job? Mit deiner Erfahrung? In deiner Stadt? Es gibt Webseiten dafür. Gehaltslisten. Datenbanken. Benutze sie. Wenn du weißt, dass dein Job normalerweise 50.000 Euro kostet und du verdienst nur 45.000 Euro. Mit Daten kannst du verhandeln. Schritt 2. Dokumentiere deine Erfolge. Das ist sehr wichtig. Das ist nicht, um zu prahlen. Das ist, um die Wahrheit zu zeigen. Schreib auf, welche Projekte hast du geleitet? Welche Erfolge hattest du? Hast du Budget gespart? Wie viel? Hast du Zeit gespart? Hast du die Qualität verbessert? Wenn du zum Beispiel 100.000 Euro Budget gespart hast, das ist ein Fakt. Das ist nicht Angeberei. Das ist eine Zahl. Deutsche Chefs lieben Zahlen. Zahlen sind klar. Zahlen sind nicht emotional. Zahlen sind Fakten. Schritt 3. Plane das Gespräch. Sag nicht: Chef, ich möchte über mein Gehalt sprechen. Das ist zu vage. Sag: Chef, ich möchte über mein Gehalt sprechen. Ich habe Daten zu meinen Erfolgen. Können wir nächste Woche einen Termin machen? 30 Minuten? Das ist nicht überraschend. Das ist professionell. Der Chef kann sich vorbereiten. Der Chef wird dich respektieren. Schritt 4. Verhandle wie ein Profi. Sag nicht: Ich denke, ich verdiene mehr Geld. Das ist emotional. Das ist vage. Sag stattdessen:
Basierend auf meinen Erfolgen, ich habe das Budget um 10% gespart, ich habe Projekte um 5% beschleunigt und basierend auf dem Marktstandard, Menschen mit meiner Erfahrung verdienen 15 Euro, bitte ich um eine Erhöhung von 15%. Das ist konkret. Das ist nicht emotional, das ist professionell. Deutsche Chefs respektieren das. Und hier ist noch etwas sehr Wichtiges. Nicht alle Chefs sagen Ja. Manchmal sagt der Chef Nein. Aber auch das ist okay. Auch das ist ein Anfang. Denn wenn der Chef Nein sagt, dann fragst du, okay, wann wird es möglich? Was muss ich tun, um eine Erhöhung zu verdienen? Jetzt weißt du, was der Chef erwartet. Jetzt hast du eine klare Roadmap. Also, zusammengefasst. Um Gehaltserhöhung bitten ist nicht unhöflich, das ist notwendig, das ist professionell. Und wenn du es richtig machst, mit Daten, mit Fakten, mit Realismus, dann wird dein Chef dich respektieren. Auch wenn der Chef Nein sagt. Der Chef wird dich respektieren, weil du selbstbewusst bist, weil du dich selbst wertest. Aber was passiert, wenn der Chef Nein sagt? Was machst du dann? Das ist die letzte Strategie. Und das ist vielleicht die wichtigste von allen. Okay. Die letzte Strategie. Strategie 5. Und diese Strategie ist mit Ablehnung umgehen. Was machst du, wenn dein Chef Nein zur Gehaltserhöhung sagt? Was machst du, wenn ein Projekt scheitert? Was machst du, wenn der Chef kritisiert und kritisiert und kritisiert? Viele Menschen geben auf. Sie denken, das war falsch. Jetzt hasst mein Chef mich. Oh, jetzt sollte ich eine neue Arbeit suchen. Aber in Deutschland ist das nicht so. Ablehnung ist nicht das Ende. Ablehnung ist der Anfang einer Verhandlung. Stell dir vor, du bittest um Gehaltserhöhung. Der Chef sagt, das ist jetzt nicht möglich. Das Unternehmen hat kein Budget. Du könntest denken, ich bin wertlos. Der Chef denkt, ich bin nicht gut genug. Aber die richtige Frage ist, wann wird es möglich? Was muss passieren? Das ist die Strategie. Das ist, wie du mit Ablehnung umgehen kannst. Hier sind das 4 konkrete Schritte. Schritt 1. Frag nach. Sag nicht einfach. Okay, danke und gehst. Sag, okay, ich verstehe, dass das Unternehmen kein Budget hat. Aber wann könnten wir das nächste Mal darüber sprechen? Nächsten Monat? In 3 Monaten? Das zeigt, du gibst nicht auf, du bist nicht passiv, du bist persistent.
Deutsche Chefs respektieren Persistenz. Das ist nicht aufdringlich. Das ist professionell. Schritt 2. Frag nach den Bedingungen. Sag: Okay, verstanden. Aber was würde mich für eine Erhöhung qualifizieren? Welche Projekte? Welche Fähigkeiten? Wie viel Budget muss gespart werden? Jetzt weißt du, was der Chef erwartet. Jetzt hast du eine klare Roadmap. Schritt 3. Setz einen Termin. Sag: Okay, dann können wir in 3 Monaten wieder sprechen. Das zeigt: Dir ist das wichtig. Du wirst daran arbeiten, du vergisst das nicht. Schritt 4. Wenn die Bedingungen unrealistisch sind, dann musst du gehen. Das ist der wichtigste Schritt. Wenn der Chef sagt: Ja, eine Erhöhung ist möglich, aber du musst die Arbeit verdoppeln. Du musst 60 Stunden pro Woche arbeiten. Du musst deinen Urlaub aufgeben. Dann musst du realistisch sein. Sag: Okay, ich verstehe. Aber das passt nicht zu meinen Plänen. Ich suche eine neue Position, in der Arbeit und Leben im Gleichgewicht sind. Das ist nicht hart. Das ist realistisch. Das ist nicht emotional. Das ist sehr praktisch. Und hier ist das Wichtigste: Deutsche Chefs respektieren Menschen, die klare Grenzen haben. Wenn du bereit bist zu gehen, wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann zeigst du: Ich habe Selbstwertgefühl. Ich kenne meinen Wert. Und das ist das Gegenteil von Schwäche. Das ist Stärke. Auch wir sind am Ende angekommen. Wir haben alle 5 Strategien durchgegangen. Lass mich sie zusammenfassen. Strategie 1. Kritik richtig verstehen. Wenn dein Chef dich kritisiert, ist das nicht Ablehnung. Das ist eine Investition in deine Entwicklung. Strategie 2. Und Eigeninitiative zeigen. Wenn du ein Problem siehst, sprich es an. Bring Lösungen mit. Strategie 3. Grenzen setzen. Sei fokussiert während deiner Arbeitszeit. Und dann geh nach Hause. Strategie 4. Und wie? Um Gehaltserhöhung bitten. Mit Daten, mit Fakten, mit Realismus. Strategie 5. Mit Ablehnung umgehen. Persistenz, Klarheit. Und wenn nötig, die Bereitschaft zu gehen. Aber hier ist das Wichtigste. Das Fundament für alle 5 Strategien. Deutsche Chefs sind nicht deine Feinde. Deutsche Chefs sind nicht herzlos. Deutsche Chefs sind pragmatisch, zielorientiert. Sie investieren Zeit in Menschen, die sie für entwickelbar halten. Wenn dein Chef dich kritisiert, das ist kein Signal, dass du gehen sollst. Das ist ein Signal, dass der Chef dich für wichtig hält.
Wenn dein Chef dir Grenzen setzt, das ist kein Signal, dass du nicht hart genug arbeitest. Das ist ein Signal, dass der Chef möchte, dass du langfristig glücklich bist. Wenn dein Chef Nein sagt zur Gehaltserhöhung, das ist nicht das Ende. Das ist ein neuer Anfang. Das ist eine Verhandlung. Auch nutze diese 5 Strategien. Und dann wirst du sehen, dass dein Chef nicht dein Feind ist. Dein Chef ist dein Partner. Ein Partner, der dich ehrlich behandelt. Ein Partner, der dir die Wahrheit sagt. Ein Partner, der in deine Entwicklung investiert. Und wenn du verstehst, wenn du wirklich verstehst, dann verändert sich alles. Deine Karriere beschleunigt sich, dein Leben wird besser. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg mit deinem Chef. Und denk dran, deutsche Chefs sind nicht deine Feinde, sie sind deine Trainer.